Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir dieses süße Rehglückswürmchen gemeinsam. Wir machen das natürlich Schritt für Schritt, alles zusammen. Und diese Einzelteile hier am Kopf gehen auch wirklich super schnell. Da brauchen wir nur 1-2 Minuten hier pro Stück. Und das setzen wir dann nachher zusammen. Wir machen so eine Art Stirnband. So sieht es aus. Und das Würmchen an einem Stück mit der Schlaufe, das machen wir auch. Das geht auch super schnell. Also ist es wirklich schnell gemacht. Das Gesicht habe ich selber bemalt. Dafür habe ich hier eine 25 mm Holzperle. Ihr könnt das natürlich auch naturbelassen und dann drauf malen. Das geht auch. Ich habe das jetzt erstmal weiß grundiert. Auch nicht mehrere Schichten, sondern einfach nur so eine einfache Schicht. Dafür benutze ich auch die Acrylstifte, die ich immer benutze. Ich verlinke euch das unter dem Video. Und dann fangen wir direkt an. Das Gesicht male ich dann auch mit euch zusammen wieder auf. Das mache ich dann im Schnelldurchlauf. Und alles, was sich wiederholt, mache ich auch im Schnelldurchlauf. So sieht die Süße hier aus. Und dann fangen wir direkt an. Ich benutze die Wolle immer von dieser Marke. Das ist 100% Mikrofaser. Ich werde mit euch zusammen jetzt auch wieder diese Farbe benutzen. Das ist die gleiche wie hier. Ihr könnt natürlich den braunen Ton nehmen, den ihr möchtet oder den ihr da habt. Und auch vielleicht euren Acrylstift entsprechend, je nachdem. Und wir fangen direkt mit dem Stirnband hier an und dann machen wir die Einzelteile und dann fehlt dann nur noch das Würmchen. Und das wird dann nachher hier durchgesteckt. Das ist dann richtig fest am Kopf dran. Kann auch nicht abgehen. Ich häkel hier mit einer 3 mm Häkelnadel und für das Stirnband fangen wir an. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal. Dann ziehen wir einmal durch und ziehen es fest und machen jetzt erstmal Luftmaschen und zwar 20 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So haben wir jetzt hier eine kleine Luftmaschenkette mit 20 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir ganz normal einmal zurück. Also wir gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, machen eine feste Masche und das machen wir jetzt einmal in jede Masche. Also wir häkeln in festen Maschen einmal komplett bis nach vorne zurück. Das sind dann jetzt 19 feste Maschen. Am Ende der Reihe angekommen, machen wir hier noch die letzte Masche. Dann machen wir eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze, gehen direkt wieder in die nächste rein und häkeln jetzt nochmal eine Reihe zurück mit festen Maschen. Dann sind wir mit dem Stirnband auch fertig. Wir verbinden das gleich nochmal. Auch am Ende dieser Reihe angekommen. Ich mache hier ganz am Ende auch natürlich noch eine feste Masche hin. Dann wird das auch schön ordentlich. So, das war die letzte. Jetzt schneiden wir unseren Faden ab. Ich lasse es ein bisschen länger, weil ich das gleich damit vernähe. Wir ziehen es einmal raus. So sieht das aus. Und jetzt verbinden wir das einmal. Dafür mache ich jetzt diese lange Schlaufe auf eine Vernähnadel. Dann machen wir das so einmal zu und wir fangen auf der Seite an. Also so ist die Nadel und ich gehe jetzt auf der anderen Seite hier am Anfang einmal rein, ziehe es raus. So haben die sich schon mal verbunden. Dann gehe ich da wieder rein und auf der anderen Seite von unten wieder raus.
Und auch hier nochmal rein und auf der anderen Seite wieder raus. So sind die jetzt verbunden. Wir verknoten das gleich auch nochmal. Ihr könnt das natürlich auch so hier drüber machen. So, den schneide ich schon mal kürzer. Anfangsfaden und Endfaden knote ich zweimal zusammen. Dann könnt ihr den Faden vernähen, damit er sich nicht auflöst. So sieht das schon mal aus. Das kommt dann auf die Holzperle nachher so drauf. Das seht ihr dann. Dann machen wir jetzt erstmal das Geweih und die Öhrchen. Dann male ich das Gesicht einmal im Schnelldurchlauf auf und dann fehlt nur noch der Körper mit der Schlaufe an einem Stück. Wir fangen jetzt mit dem Geweih an. Dafür legen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest. Dann machen wir jetzt 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und wir häkeln einmal 7 feste Maschen zurück in die nächste rein. Eine feste Masche, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann schneiden wir den Faden einmal ab. Wir ziehen es raus, verknoten Anfangsfaden und Endfaden, so zweimal. Diese Fäden solltet ihr auch ein bisschen länger lassen, damit vernähen wir das nämlich nachher an unser Stirnband. Dann gehen wir bei diesem Teil hier jetzt ungefähr mittig von hinten einmal rein, an der Seite, nicht ganz mittig, also von der Länge her mittig, aber dann nicht von der Breite mittig, sondern eher so ein bisschen außen. Dann nehmen wir uns wieder die Wolle, wickeln das einmal um die Häkelnadel, ziehen das einmal raus, machen dann eine feste Masche. Der kurze Anfangsfaden kann hier dann an die Außenseite und dann machen wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Und wir häkeln einfach wieder 3 feste Maschen zurück. Ihr werdet das gleich sehen. Das ergibt dann unser Geweih. So, den Faden schneiden wir auch wieder ab. Wir ziehen es raus. So sieht das jetzt aus. Und wir werden nämlich diesen Faden von hinten mit diesem Faden verknoten. Dann könnt ihr das auch wieder vernähen oder kurz abschneiden und mit dem Heißkleber ein Klecks drauf machen, damit sich das auch nicht löst. So, ich mache da jetzt 2 Knoten rein. Auf die hintere Seite, die schöne Seite bleibt dann vorne. Und so sieht unser erstes Geweih aus. Ihr könnt diesen Teil hier natürlich so ein bisschen bewegen, wie ihr möchtet. Ich schneide jetzt meine Fäden hier so ein bisschen, so ein Stückchen davor ab und dann werde ich das auf der hinteren Seite mit einem Klecks Heißkleber einmal befestigen. So ist das erste Geweih schon mal fertig und da das hier die schöne Seite ist und auf der anderen Seite muss das dann auf die Seite, deswegen machen wir das andere Geweih auch einmal zusammen. Dafür wieder die Häkelnadel, die Wolle drauflegen, Stückchen länger lassen, weil wir damit vernähen. Einmal durchziehen, festziehen und 8 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wieder 7 feste Maschen zurück.
Faden abschneiden und ungefähr in der gleichen Länge wie den Anfangsfaden. Einmal rausziehen, verknoten. Das ist schon mal fertig. Dann haben wir hier die vordere schöne Seite. Jetzt nehmen wir uns die Häkelnadel und wir werden hier von oben reinstechen. Bei dem rechten war es ja von unten und hier jetzt gehen wir mittig auf der linken Seite von oben einmal rein. So. Wir nehmen uns die Wolle, holen den Faden von unten einmal zu uns wieder raus. Machen dann die Masche, ziehen es fest. Und jetzt machen wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und häkeln wieder 3 zurück. 1, 2 und 3. Wieder Faden abschneiden. Einmal rausziehen. Und dann haben wir hier wieder diesen Faden und den Faden und die werden auf der hinteren Seite beide einmal wieder verknotet. So, schön festziehen und noch einen zweiten Knoten. Dann schneide ich das wieder einmal kurz ab und mache das mit einem Klecks Heißkleber hinten wieder fest. Und das ist jetzt einmal die andere Seite. Ihr könnt das natürlich noch biegen, wie ihr möchtet. Die kommen dann gleich an unser Stirnband dran. Jetzt machen wir noch schnell die Öhrchen. Die sind beide identisch, also ich zeige euch das dann. Dafür wieder die Wolle auf die Häkelnadel, Anfangsfaden ein bisschen länger lassen, weil wir damit auch wieder an unser Stirnbandkopfteil rannähen. Dann ziehen wir einmal durch und ziehen fest, machen 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Gehen in die nächste Masche rein, häkeln 3 feste Maschen zurück. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze, häkeln nochmal 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Dann machen wir hier in die Mitte, man kann das gut erkennen, hier ist das Loch, da gehen wir rein, machen eine feste Masche und wir gehen dann nochmal rein und machen noch eine feste Masche. So ist das eine Ohr fertig. Den schneide ich auch ein bisschen länger ab, weil wir werden den Faden jetzt auf die Vernähnadel tun und werden diesen Faden einmal an der Seite runterziehen. Ich kann euch das einmal zeigen. Ist wirklich super einfach. Wenn ihr das jetzt einmal gemacht habt, dann werdet ihr sehen, dass das super einfach und ganz schnell geht. Also das ist hier die Spitze vom Öhrchen. Dann schaue ich, auf welche Seite die Wolle geht. Also ich werde dann auf diese Seite jetzt hier runter häkeln. Das so runter vernähen. Da gehe ich in irgendeine Schlaufe hier rein. So, und einfach an der Seite, bis wir unten angekommen sind, immer ein Stück weiter nach unten durch eine Schlaufe durch. So, das war schon. Dann ziehe ich mir das zurecht, werde Anfangsfaden und Endfaden verknoten. Hier nicht zu festziehen, damit die Spitze auch so bleibt, wie sie ist. Mache hier einen zweiten Knoten rein.
Und dasselbe machen wir nochmal. Also das ist das erste Öhrchen. Das kommt gleich hier dran. Und dann natürlich auch ein Geweih. Und damit ist die anstrengendste Arbeit schon mal vorbei. Das Würmchen gleich geht dann super schnell. Ich werde jetzt erstmal alle Teile hier an unser Stirnband dran vernähen, damit hier einmal diese Unordnung mit den Fäden weg ist. Das Stirnband hat 2 Seiten und die eine Seite, die hier so ein bisschen nach innen zugeht, das benutze ich immer vorne. Also das kommt dann hier drüber und sieht dann so aus. Und jetzt werden wir erstmal die Geweihe annähen und das nehme ich mir mittig. Das wäre ja hier oben die Mitte und die lassen wir aus. Wir gehen einmal davon rechts und einmal davon links rein, also für das rechte Geweih dann ein rechts rein. Und das werde ich mit der Vernähnadel machen. Also ich nehme mir das Geweih mit der rechten Seite, werde erstmal nur die eine Seite auf die Vernähnadel tun. Dann nehme ich das Stirnband und also nicht die Mitte, sondern ein davon rechts. Gehe ich hier rein, ziehe das hier raus. Und dann mache ich die andere Seite auf die Vernähnadel und gehe noch ein Stück rechts davon rein. Also so sieht das aus und dann gehe ich eine Masche weiter rechts, gehe von oben dann nach unten wieder rein. So habe ich dann die beiden Fäden separat einmal durchgezogen, sodass das auch nicht abgehen kann. Und das werde ich dann hier unten jetzt verknoten und vernähen. Ihr könnt das natürlich auch noch öfter durchgehen von unten nach oben und noch fester machen, wenn ihr möchtet. Und dann gleich rechts daneben, neben das Geweih, kommt das Öhrchen dran. Und da mache ich beide Fäden gleichzeitig auf die Vernähnadel, gehe von unten rein und komme von unten wieder raus, ungefähr mittig. Und gehe dann hier so durch 1, 2, 3 Maschen, so dass das Ohr auch fest ist. Und das mache ich jetzt einmal mit allen Teilen. Dann male ich schnell das Gesichtchen einmal auf. Und dann fehlt nur noch unser Würmchen mit der Schlaufe und das geht auch super schnell. So, das Köpfchen habe ich jetzt bemalt. Ihr habt es im Schnelldurchlauf gesehen. So sieht es jetzt aus. Und somit ist die Friemelarbeit auch schon vorbei. Das Köpfchen kann jetzt hier in unser Stirnband rein. So sieht es jetzt schon mal aus. Und jetzt machen wir nur noch die Schlaufe mit dem Würmchen drunter. Gehen dann hier oben mit der Häkelnadel rein und holen die Schlaufe raus. Das zeige ich euch gleich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Ohren natürlich so annähen, wie ihr das möchtet. Bei mir sind die jetzt ein Ticken zu weit nach unten, finde ich. Die könnten jetzt noch ein bisschen höher sein, dann wird das noch schöner aussehen. Für das Würmchen und die Schlaufe nehmen wir uns jetzt wieder die Wolle, legen es auf die Häkelnadel. Wir fangen mit der Schlaufe an. Das heißt, wir ziehen hier einmal durch und machen jetzt erstmal eine Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Jetzt haben wir eine Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt nehme ich mir das einmal so gerade, dass es nicht verdreht ist. Und dann gehen wir ganz vorne in die erste Masche rein, holen den Faden, ziehen hier einmal durch beide Schlaufen durch und somit haben wir jetzt unsere Schlaufe schon mal hergestellt. Jetzt machen wir direkt mit dem Würmchen weiter und dafür machen wir erstmal auch eine Luftmaschenkette mit 38 Luftmaschen. Und so sieht es denn jetzt aus. Jetzt fangen wir an, dieses Stück hier vorne vor der Schlaufe in unser Würmchen umzuwandeln. Dafür überspringen wir die ersten beiden Maschen. Also die beiden überspringen wir, dann holen wir den Faden auf die Nadel, gehen in die dritte Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus. Dann haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen. Dann haben wir 2. Dann holen wir den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen und davon machen wir jetzt immer 3 Stück in jede Masche. Also in die, die wir jetzt auch schon gearbeitet haben, machen wir noch 2 weitere Stäbchen. Jetzt haben wir 3 Stäbchen in ein und derselben Masche gehabt. Und jetzt machen wir das einmal die ganze Reihe zurück. Also bei den 38 Luftmaschen hier. Wir haben zwar 2 übersprungen, aber den Rest, bis wir hier bei der Schlaufe angekommen sind, machen wir mit je 3 Stäbchen. Und bei der nächsten, die ist ja direkt daneben, also hier nichts überspringen. Da auch 3 Stäbchen. Damit sich das schön dreht und alles schön ordentlich und fest ist, dürft ihr keine Masche überspringen. Hier zum Beispiel würde man vielleicht denken, dass das jetzt die nächste Masche ist, aber die ist tatsächlich hier. Die meisten von euch können das bestimmt. Und die, die damit neu anfangen, die können ja einmal langsam anfangen und nach ein paar Maschen habt ihr das auch raus. Ich werde gleich den Rest natürlich schneller spulen und zeige euch gleich nochmal, wenn ich fertig bin, wie ich das Köpfchen einmal drüber ziehe über die Schlaufe und wie wir das so gesehen fertigstellen. Und das machen wir jetzt einmal, bis wir hier angekommen sind. So, wir haben jetzt alles einmal behäkelt mit je 3 Stäbchen. Jetzt schneide ich einmal meinen Faden ab. So, dann ziehen wir das einmal raus. Ich werde diese beiden Fäden, die hier hängen, einmal verknoten. Also zweimal verknoten. Die Fäden könnt ihr dann wieder vernähen. Das Würmchen drehe ich mir einmal ordentlich. Dann lockere ich das ein bisschen auf, damit der nicht so ganz dünn und lang ist. So. Wie gesagt, diese Fäden könnt ihr dann vernähen. Ich schneide die schon mal kürzer. Und bei meinem Köpfchen habe ich jetzt viel mit Heißkleber gearbeitet, auch drinne. Deswegen kann das jetzt für mich etwas schwierig sein. Hätte ich mehr Zeit und Geduld gehabt, hätte ich das drinne vernäht ordentlich, damit die nicht aufgehen. Deswegen wird das für mich jetzt wahrscheinlich schwieriger, den Faden hier durchzukriegen mit der Häkelnadel. Also ich gehe oben ungefähr mittig rein
und unten wieder raus und dann hänge ich mir hier die Schlaufe ran und dann versuche ich das jetzt hier einmal durchzuziehen. Bei euch müsste das halt einfacher gehen. Dafür, dass ich da drinnen so viel Kleber verwendet habe, ging das bei mir auch erstaunlich gut. Dann ziehe ich einmal beim linken Faden und beim rechten Faden. Und so ist das Würmchen schon mal fast fertig. Jetzt könnt ihr natürlich noch dekorieren, wie ihr möchtet. Dafür habe ich hier so kleine Holzperlen in verschiedenen Größen. Den hatte ich noch da von einem anderen Video, das hatte ich selbst bemalt. Das ziehe ich mir auch einmal hier durch. Und auch die kleine. Dafür habe ich jetzt auch eine kleinere Häkelnadel genommen, damit das einfacher geht und auch durch die Holzperlen durchgeht. So, alles ein bisschen richten, schön machen. Und dann sind wir mit unserem Glückswürmchen auch fertig. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ihr könnt mir gerne eure Werke auch schicken, gerne auf Instagram zum Beispiel. Ich verlinke euch auch alles unter dem Video, was ich finde. Und es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert und lasst gerne einen Kommentar da. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video und schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare. Das ist auch immer sehr interessant. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und Mithäkeln und bis dahin.